In einem kleinen Dorf namens Südenhain, umgeben von dichten Wäldern und hohen Bergen, lebte eine mutige junge Frau namens Clara. Clara war eine Archäologin und immer auf der Suche nach dem nächsten großen Abenteuer. Eines Tages erfuhr sie von der Legende einer verschollenen Stadt namens Elmswörs, die tief im Wald verborgen sein sollte. Elmswörs soll voller Schätze sein, aber keiner hat sie jemals gefunden, erzählte ihr der Dorfälteste. Es ist eine gefährliche Reise, viele sind gegangen, aber keiner ist zurückgekommen. Clara war fest entschlossen, die Stadt zu finden. Sie packte ihre Ausrüstung und zog los, tief in den Wald hinein. Nach mehreren Tagen des Wanderns, der Begegnung mit wilden Tieren und der Überwindung natürlicher Hindernisse, fand sie schließlich eine riesige Mauer, die von der Zeit und den Elementen fast vollständig erodiert war. Mit einem Gefühl der Aufregung schob Clara die Pflanzen beiseite und entdeckte ein riesiges Tor. Es war mit seltsamen Runen verziert. Nachdem sie einige der Runen entziffert hatte, sprach sie die magischen Worte, die das Tor öffneten. In Elmswörs fand Clara eine erstaunliche Zivilisation, die sich von der Außenwelt abgeschottet hatte. Die Menschen dort lebten in Harmonie mit der Natur und besaßen unglaubliche Technologien, die auf altem Wissen und Magie basierten. Aber es gab ein Problem, die Stadt wurde von einem schrecklichen Monster bedroht, das tief in den Katakomben unter der Stadt lebte. »Ich werde euch helfen«, versprach Clara. Mit ihrem Wissen über die Archäologie und einer Portion Mut gelang es ihr, in die Katakomben einzudringen. Dort fand sie das Monster, das mehr eine missverstandene Kreatur als ein böses Wesen war. Nachdem sie einige uralte Runen gefunden und verstanden hatte, fand Clara heraus, wie sie das Monster beruhigen und in seine natürliche Form zurückverwandeln konnte. Als Dank für ihre Hilfe erhielt Clara einige der kostbarsten Schätze der Stadt und das Wichtigste von allem, das Wissen der alten Zivilisation. Mit den neu erworbenen Reichtümern und dem alten Wissen kehrte sie nach Südenhain zurück, wo sie als Heldin gefeiert wurde. Clara gründete eine Akademie, um das Wissen und die Kultur von Elmswörs zu bewahren, und sorgte dafür, dass der Weg zur Stadt für diejenigen sicher war, die es verdienten, ihre Geheimnisse zu lernen. So wurde Clara nicht nur zur Entdeckerin einer verschollenen Stadt, sondern auch zur Bewahrerin eines jahrhundertealten Erbes, das die Menschen in Südenhain und darüber hinaus für viele Generationen prägen würde.